Schauen wir nach Frankfurt. Das Auswärtige Amt hat ja alle Deutschen im Libanon dringend zur Ausreise aufgerufen. Und Daniel Kopp, der ist eben in Frankfurt am Main. Da kommt jetzt heute ein Flug aus Beirut noch rein oder ist schon gelandet. Welche Informationen hast denn du? Wird dieser Aufforderung denn nachgekommen, Daniel? Nun ja, man geht grundsätzlich davon aus, dass sich noch an die 150.000 Ausländer aktuell im Libanon aufhalten. Und wir hatten Kontakt mit dem Auswärtigen Amt. Und da hat man uns gesagt, es gibt ja diese sogenannte Krisenvorsorgeliste vom Auswärtigen Amt, wo man sich als Deutscher dann auch eintragen kann, wenn man in einem Krisenland sich aufhält. Dass es an die 1.400 Deutsche sind, die sich immer noch im Libanon aufhalten. Und ja, es gab die Aufforderung vom Auswärtigen Amt, besonders dringend noch einmal in den letzten Tagen, dass man das Land sehr, sehr schnell verlassen soll. Denn wir können uns daran erinnern, vor 18 Jahren, als es auch den Krieg im Libanon gab, da hat man damals mit als erstes den Flughafen von Beirut auch bombardiert. Noch gibt es Möglichkeiten, aus Beirut rauszukommen. Die Lufthansa hat alle Flüge gestrichen, aber es gibt Verbindungen noch über die Türkei oder auch direkt aus Beirut kommen. Wir warten aktuell in der Tat auf eine Maschine, die wird hier gegen 10:15 Uhr am Frankfurter Flughafen erwartet. Nach unseren Informationen ist diese Maschine auch komplett voll. Also man kann davon ausgehen, dass es sehr, sehr viele Menschen gab, nachdem es diese Meldungen gab am gestrigen Abend, die noch in irgendeiner Weise versucht haben, ein Ticket dann auch zu bekommen. Aber ja, es dürfte nicht einfach sein, den Libanon zu verlassen. Wie wir hören, gibt es im Auswärtigen Amt auch noch andere Überlegungen, beispielsweise die Menschen auch mit Schiffen aus dem Libanon rauszubringen. Vom Libanon dann erst einmal nach Zypern, von Zypern aus dann mit dem Flugzeug nach Deutschland. Aber ich war vor einigen Jahren selbst im Libanon gewesen, als es diese ganz schwere Explosion dort auch vor Ort gab. Und große Teile des Hafens, die sind damals zerstört worden. Also auch diese Evakuierung, die dürfte auf jeden Fall nicht einfach sein. Wir werden das in jedem Fall weiter begleiten. Für den Moment danke nach Frankfurt am Main, Daniel Kopp.